Es geht, wie gesagt, um ein globales Ökosystem, was in den letzten Jahren Teile daraus schon getestet wurden. Wo ich das Ganze im März letztes Jahr kennengelernt habe, gab es Testballons, wo zum Beispiel auch in Deutschland mit einem Kölner Autohaus Autos zum halben Preis verkauft wurden, 50% günstiger. In Dubai sind die Leute ausgerastet, haben Supersportwagen zum halben Preis bekommen, Immobilien zum halben Preis. Es gab Gutscheine, die getestet wurden, wo man mit Rabatt und Cashback günstiger tanken konnte und so weiter. Und das alles startet jetzt im Verlauf der nächsten Monate auf dieser neuen Blockchain aufgesetzt, nochmal komplett neu, mit dem richtigen Fundament dazu. Und darum geht es. Und im Herzstück ist dieser Ultima-Token, um den es heute gehen soll. Und das schauen wir uns mal an. Was macht denn diesen Token so besonders? Den gibt es seit März, ist er gestartet, auf einer Börse gelistet. Inzwischen seit dem letzten Wochenende ist eine zweite Börse dazugekommen. Weitere folgen jetzt Schlag auf Schlag. Und das Besondere ist, wir sprechen von einem hyperdeflationären Token. Was meine ich damit? Also das Gegenteil von unserem Geldsystem, wo einfach immer Geld nachgedruckt wird und eine Inflation entsteht, sprechen wir hier von einem hyperdeflationären Token. Das heißt, je größer die Community wird, je mehr Menschen dazukommen, umso kleiner wird das Angebot, umso weniger Token sind auf dem Markt verfügbar. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Bitcoin-Modell. Vom Bitcoin wird es irgendwann mal 21 Millionen Stück geben. Aktuell sind es ca. 19,5 Millionen. Der ist aber nur limitiert und wird nicht weniger, je mehr Menschen dazukommen. Klar, reduziert sich die Anzahl der Coins auf dem Markt, weil die Nachfrage riesig ist. Aber hier kommt halt hinzu, dass das Angebot noch stark reduziert wird. Und wie erreichen wir das? Indem wir zum Beispiel statt 21 Millionen nur 100.000 Token auf den Markt gebracht haben. Und die Art und Weise, wie sie in den Markt kommen, macht das Ganze besonders. Während vom Bitcoin ca. 900 Bitcoins pro Tag auf den Markt kommen, kommen hier nur 50 Stück, um es genau zu nehmen, 51,84 pro Tag auf den Markt. Und diese Halbierung, die ich am Anfang erklärt habe, die beim Bitcoin alle 4 Jahre stattfindet, die findet hier jedes Jahr statt. Also das ist quasi das Bitcoin-Modell einfach nur ein bisschen optimiert mit einer höheren Geschwindigkeit. So, und dadurch werden wir schon nächstes Jahr im Februar nicht mehr 51 Token pro Tag haben, die auf den Markt kommen, sondern nur noch 25. Das Jahr darauf sind es 12, dann 6, 3, 1. Das heißt, ab dem Februar 2028 kommt nur noch ein einziger Token pro Tag auf den Markt. Und deswegen ist das erklärte Kursziel nicht nur 100.000 zu überschreiten. Die Erfahrung hat dieses Unternehmen schon mit einer anderen Kryptowährung im letzten Jahr erreicht. Innerhalb von wenigen Monaten ist dieser Coin auf über 100.000 gewachsen. Also wir wissen, wie das funktioniert und haben jetzt das passende Modell dazu, was es eben ermöglicht, dass er weit über 100.000, einige sprechen sogar davon, dass es die erste Kryptowährung sein wird, die $1 Million erreicht als Wert. Und darum geht es und natürlich auch mit dem Ziel, 100 Millionen User aufzubauen. Aktuell wird er auf der Börse gehandelt bei ca. $15.000 und wenn man sich diese Zahlen jetzt anguckt, und wenn ich jetzt ein bisschen tiefer reingehen würde, können wir gerne im individuellen persönlichen Gespräch machen, dann kann ich jetzt schon mal verraten, ab dem 1. November wird das Ganze sehr, sehr spannend, was die Preisentwicklung betrifft. Und jetzt zu diesem Liquidity Pool. Was hat es damit auf sich? Also ein sogenannter Liquiditätspool, der auf der Blockchain umgesetzt worden ist. Also mit einem sogenannten Smart-Kontrakt, was jeder einsehen kann. Es gibt die Wallet-Adressen vom Unternehmen, also wo die Kryptowährung Ultima, auf welchen Wallet-Adressen die verteilt ist. Das ist alles transparent. Jeder kann alles einsehen und weiß, wie viele Ultima gibt es auf welchem Wallet. Das kann jeder jeden Tag nachvollziehen. Jetzt wollen wir einfach mal diesen Pool erklären, dass jeder versteht, was das für eine unglaubliche Kraft ist, die hier entsteht und warum der wirklich das Potenzial hat, auf $1 Million zu wachsen. Also es geht um diesen Pool. In diesem Pool sind die Ultima-Token quasi eingesperrt und aus diesem Pool kommen jeden Tag 50 Ultima oder genau genommen 51,84 Ultima-Token pro Tag auf den Markt. So, wo beim Bitcoin eben 900 pro Tag auf den Markt kommen. Also es ist nicht viel, was da rauskommt. So, und daran kann man sich beteiligen, indem man, nochmal die Brücke zu Bitcoin, wer Bitcoin Mining betrieben hat, das ist der Rechenprozess, wo man Bitcoins berechnet. Das war am Anfang, 2009, 10, 11, 12, war das super lukrativ. Jeder, der damals schon davon gehört hatte, konnte mit seinem eigenen Computer Bitcoins berechnen. Das kriegt man heute nicht mehr hin, da braucht man ein ganzes Rechenzentrum dafür, weil einfach ein riesiger Energiebedarf nötig ist. Hier braucht man das alles nicht. Alles, was man hier braucht, ist ein Smartphone und eine App, ein sogenanntes Smart Wallet. Das kann sich jeder runterladen und schon kann man mitmachen. So, und dann kann ich als Nutzer mir eine Lizenz kaufen. Die bezahle ich in der Regel mit Ultima Token. Und dann muss ich ein paar Ultima Token ebenfalls auf der Börse kaufen und sie selber
in den Pool legen. Also ich füge Liquidität zu dem Liquiditätspool hinzu und bekomme dafür einen sogenannten Split-Token. Das ist wie ein Ausweis oder ein Anteil an diesem Pool. Und davon kann ich einen haben, davon kann ich Hunderte oder Tausende haben. Je nachdem, wie groß meine Lizenz ist, die ich gekauft habe, besitze ich einfach mehr von diesen Token. Und jetzt wird unter allen Menschen, die solche Split-Token oder solche Anteile haben, werden diese 51,8 Ultima pro Tag verteilt. Und das, wie gesagt, reduziert sich jedes Jahr, das nächste Mal schon nächstes Jahr am 1. Februar. Oder das erste Mal. So, und jetzt haben wir ein Phänomen, was wir einfach sehen, wenn der Preis steigt, weil die meisten Menschen, die in Kryptowährung investieren, die machen das nicht und fragen, was kann ich denn damit Tolles machen, wo kann ich überall mit der Kryptowährung einkaufen oder was auch immer, sondern in erster Linie investieren Menschen, weil sie sagen, sie wollen mehr aus ihrem Kapital machen, sie wollen Vermögen aufbauen und wollen Gewinne erzielen. So, und da ist natürlich interessant, wie steigt der Preis? Und hier reden wir jetzt von einer Kryptowährung, die jetzt aktuell bei etwas mehr als $15.000 gehandelt wird und auf dem Weg ist, teurer zu werden als ein Bitcoin. Und das dauert gar nicht mehr lange. Das heißt, die Nachfrage ist jetzt schon gewaltig und je größer die Community, je größer die Nachfrage ist, umso mehr Menschen legen eben durch diese Beteiligung an dem Pool selber erstmal Token in den Pool. Das heißt, es kommen immer mehr Token in den Pool, werden vom Markt weggefroren für mehrere Jahre. Und das erzeugt quasi eine Deflation, weil das Angebot im Markt immer kleiner wird. Also wir haben in den letzten Wochen, das Ganze ist ja erst am 1. Oktober gestartet, sind, obwohl jeden Tag über 50 Token aus dem Pool rauskommen, sind immer wieder viel mehr in den Pool zurückgeflossen, sodass das Angebot im Markt immer weiter geschrumpft ist. Und jetzt gibt es kaum noch Token auf dem Markt. Es sind nur noch ca. 1200, 1300 Token auf dem Markt und die werden wahrscheinlich zum 1.11. weg sein. Das heißt, dann kommen wirklich nur noch die 50, die 51, die rauskommen, auf den Markt und das wird massive Auswirkungen auf den Preis haben. Deswegen erleben wir halt einfach hier eine Preisexplosion. Der Tokenpreis war Mitte August noch bei einem Preis von unter $5.000, $4.500, ist dann gestiegen auf 23.000, hat jetzt wieder ein bisschen korrigiert auf 15, weil natürlich Leute auch Gewinne mitgenommen haben. Aber ausgehend von dem Punkt, wo wir noch Mitte August waren, sind wir immer noch viel weiter oben und wie gesagt, ab 1.11. rechnen wir mit einem ordentlichen Wachstum. Wie komme ich jetzt an diese Ultima-Token? Indem ich diese Splits eben einfach für mich nutze. Ich kaufe mir eine Lizenz, ich kaufe so einen sogenannten Contract mit diesen Ultima-Token und bekomme dann täglich lebenslang Belohnungen. Warum sagen wir lebenslang? Ich hatte es gesagt, diese Halbierung, die jedes Jahr stattfindet, sorgt dafür, dass von diesen 100.000 Token, die es nun mal einfach nur gibt, dass das Jahre dauert, bis alle in den Markt gekommen sind. Und da jeden Tag ja auch wieder Token in den Pool zurückfließen, zieht sich das ewig in die Länge. Ab 2028 ist es nur noch einer pro Tag. Und wir haben ausgerechnet, wenn kein Token wieder zurückfließen würde, dauert es 227 Jahre. Da es aber eben nun mal so ist, dass jeden Tag auch wieder Token in den Pool zurückwandern, dauert es jetzt schon länger als 227 Jahre. Also deswegen sprechen wir von lebenslang. So, und jetzt kann ich mich an 2 sogenannten Pools beteiligen. Der Pool, der am 1. Oktober gestartet ist, ist der sogenannte VIP-Pool. Und am 1. November, also in 14 Tagen, startet das Unternehmen einen zweiten Pool. Der ist eher für Menschen mit kleinerem Budget gedacht und der VIP-Pool für Leute, die ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung haben. Das zeige ich gleich nochmal an den Zahlen. Wir sehen hier zuerst den Community-Pool. Das ist der sogenannte grüne Pool. Also ist gekennzeichnet mit einem grünen Token. Und was ich hier bekomme, ist ein sogenannter Unity Split. Also das ist man sieht das hier an den Lizenzpreisen. Da gibt es Lizenzen für 110, 220, 550 und 1.100 Euro. Und wenn ich das mal an dem kleinsten Beispiel erkläre, wenn ich jetzt mir eine Lizenz kaufe für 110 Euro, habe ich die Möglichkeit, für weitere 110 Euro Ultima-Token in den Pool zu senden und bekomme dafür einen Split, einen Anteil. Für diesen Anteil habe ich jetzt bezahlt 220 Euro. Wenn ich 2 Anteile haben möchte, kaufe ich eine Lizenz für 220 Euro, sende 220 Euro in Ultima-Token in den Pool, habe ich insgesamt 440 ausgegeben und bekomme 2 Splits. Also umgerechnet auch wieder pro Split 220 Euro Kosten gehabt. So, das gleiche gilt für 5, das gilt für 10. Also egal wie groß die Lizenz ist, ich bezahle immer 220 Euro für einen Split und habe dann einen Anteil aus diesem Pool. Wichtig ist zu verstehen, dieser Community Pool, der jetzt am 1.11. startet,
Da werden keine zusätzlichen Token in den Markt gebracht, sondern hier fließen nur die Token rein, die die Community selber in den Pool hineinsendet, und das kommt an Token wieder auf den Markt zurück. Also sind bis zu 51,8, die auch hier ausgeschüttet werden können. Sollte das irgendwann mal kleiner werden, dass weniger als 50 aus diesem Pool rauskommen, kann man seinen Unity-Split tauschen in einen sogenannten VIP-Split, also in den größeren Pool wandern, wo eben jeden Tag stabil lebenslang 51 Token auf den Markt kommen. Hier sieht man aber, das ist in der Regel erstmal gedacht für Menschen mit einem etwas größeren Budget. Da fangen die Lizenzen an bei 5.500 Euro. Also wenn ich hier so eine Lizenz kaufe, dann habe ich 5.500 Euro für die Lizenz plus 5.500 Euro für 100 Splits, die ich dann bekomme, und habe dann nur noch Kosten pro Split von 110 Euro gehabt. Also das sieht man, dann sinken die Kosten. Das gleiche gilt hier bei der noch größeren Lizenz für 11.000, 110, 550.000. Je größer die Lizenz ist, umso kleiner werden dann die Kosten pro Split. Aber wie gesagt, das ist nur interessant, wenn man ein bisschen mehr Budget zur Verfügung hat. Ansonsten ist der Community Pool erstmal der bessere Start, um mit dem ganzen Business zu beginnen. Und jetzt haben wir für den Start dieses Community Pools, diesen grünen Pool, der am 1.11. ins Rennen geht, haben wir eine Promotion-Aktion. Sollte jeder sich unbedingt mal genau anschauen und diese auch nutzen, weil das ist wirklich ein Mehrwert, der eben ab dem 1.11. oder wöchentlich immer weniger wird. Und zwar ist es so, wenn ich mir jetzt eine Lizenz kaufe für 220 Euro, bekomme ich normalerweise nur 2 Splits. Aktuell ist es so, dass ich nochmal 10 Splits als Bonus dazu bekomme. Heißt also die 6-fache Menge, insgesamt 12 Splits, obwohl ich nur einmal eine Lizenz gekauft habe. Kaufe ich eine Lizenz für 550 Euro, bekomme ich normalerweise 5 Splits, jetzt insgesamt 30. Und für die 1.100 Euro Lizenz kriege ich normalerweise 10 Splits und aktuell sind es 60. Diese Aktion läuft aber nur noch, ich glaube, 4 Tage. Dann reduziert sich das ein bisschen, dann werden die Zahlen, was ich als Bonus bekomme, jede Woche ein bisschen weniger. Und diese Bonusaktion, um einfach auch den Menschen einen Vorteil zu geben, die eben nicht so viel in die Hand nehmen können an Kapital, die wird die nächsten Wochen immer weiter sich reduzieren, bis sie zum Halving, das ist nächstes Jahr am 1. Februar, komplett ausläuft, und dann habe ich eben nur noch den Faktor 1:1. Und bezahlen kann ich diese Community Splits entweder mit Ultima Token, oder wer schon ein bisschen länger dabei ist, besitzt den ein oder anderen Smart Coin. Auch mit Smart Coins kann ich diese Lizenzen bezahlen. Aber nur die Lizenz, nicht die Splits, die ich damit aktivieren kann, die muss ich immer mit Ultima bezahlen. Jetzt habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, um einfach das nochmal in Zahlen zusammenzufassen, damit man ein besseres Gefühl dafür kriegt. Also wir schauen uns mal diesen Community Pool an mit diesen grünen Splits und nehmen einfach mal diese 2 Lizenzen für 550 Euro und für 1.100, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Also, wenn ich jetzt eine Lizenz kaufe für 550 Euro, kann ich insgesamt 30 Splits aktivieren. Das heißt, jeder Split kostet bei der Aktivierung 110 Euro. Mal 30 Stück, die ich aktivieren kann, sind insgesamt 3.300, plus die Lizenz habe ich 3.850 ausgegeben. Damit sinken dann auch meine Kosten, die ich pro Split hatte. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir zum Start am 1.11. circa 500.000 Splits haben, das kann jetzt keiner voraussagen. Es kann sein, dass es weniger sind, es kann aber auch sein, dass es mehr sind. Aber wenn 500.000 Splits aktiviert sind, dann ist auch ein Betrag von insgesamt 55 Millionen Euro in den Pool gewandert. Das hat also auf jeden Fall eine Auswirkung auf den Preis. Wenn wir wirklich zum Start am 1.11. 500.000 Anteile haben, dann haben wir einen Preis, der irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Dollar sich bewegt. Und jetzt sind wir bei 15. Nur, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was das bedeutet in Zahlen. So, jetzt haben wir 51,84 Token, die zum Start ausgeschüttet werden. Wie gesagt, das sind nur die Token, die aus dem Markt in den Pool hineingegeben werden, und die kommen halt wieder zurück. Und die werden verteilt, nehmen wir in diesem Beispiel einfach mal 500.000 Anteile. Das heißt, ein Anteil, ein Split würde pro Tag 0,001 Ultima bekommen. Das wären bei einem Kurs von 20.000 Dollar, den wir in Kürze wieder erreicht haben werden, wir waren ja erst da, wären das 2 Dollar pro Tag. Das heißt also, wenn ich jetzt 30 Splits aktiviert hätte, mit dem Beispiel oben drüber, 30 Splits mal diesen Betrag, hätte ich 60 Dollar am Tag in Form von Ultima Token, die ich bekomme auf mein Smartphone, auf meine App. Das Ganze mal 30 Tage würde im Monat 1.800 Token bedeuten. Steigt der Kurs sogar auf 30.000, was bei der Anzahl an Splits sehr realistisch ist, dann sind wir bei 90 Dollar am Tag oder 2,7 im Monat.
Und wie gesagt, selbst wenn die Anzahl der Splits steigen würde, was sowieso passiert, weil immer mehr Menschen sich an diesem Pool beteiligen wollen, selbst dann relativiert sich das ganz schnell wieder, weil dann eben der Kurs nicht nur auf 30.000 steigt, sondern auf 40, 50.000 und darüber hinaus. Und damit, selbst wenn er auf mehr Menschen der Kuchen verteilt wird, werden die Zahlen trotzdem wieder steigen. Das gleiche nochmal mit der 1100 € Lizenz. Hier habe ich halt die Möglichkeit, mir für 1100 € eine Lizenz zu kaufen und insgesamt für 6 mal 1100 € mir Splits zu aktivieren, diese Anteile zu aktivieren. Also insgesamt 60 Splits, 60 Anteile am Pool. Gesamtkosten wären dann 7.700. Ich muss nicht alle Splits sofort aktivieren. Ich kann auch einfach mit 1100 starten und vielleicht für 2,2 oder 3,3 die ersten 20, 30 Splits aktivieren. Aber es ist empfehlenswert, ein Paket, eine Lizenz zu wählen, wo ich sofort alle Splits, die mir zur Verfügung stehen, aktivieren kann, weil nun mal zum Start, wenn das Ganze beginnt am 1.11., die Anzahl der Splits am kleinsten ist. Je später ich dazukomme, umso mehr Menschen wollen sich an diesem Pool beteiligen. So, und jetzt nehmen wir das gleiche Beispiel nochmal mit eben 60 Splits. Wenn ich das genutzt habe, dann bin ich bei $120 am Tag bei einem Kurs von 20.000, 3,6 im Monat. Und wenn wir bei $30.000 sind, was absolut realistisch ist, dann sind wir bei 5,4 im Monat. Und wenn ich das ins Verhältnis setze zu dem, was ich ausgegeben habe, sieht man schon, das rechnet sich absolut. So, für die Menschen, die ein bisschen mehr Budget zur Verfügung haben, gibt es eben diesen VIP-Pool. Der läuft ja schon seit 1. Oktober und weil es da eben auch große Lizenzen gibt, bis 550.000 €, ist hier die Anzahl der Teilnehmer, der Anzahl der Splits sehr, sehr schnell gewachsen. Wir sind jetzt bei 2,7, ein bisschen mehr als 2,7 Millionen Splits. Ich habe hier in dem Beispiel mal 2,8 Millionen angesetzt. Und wenn ich jetzt eine Lizenz kaufen würde für 11.000, bekomme ich eben unglaubliche 500 Splits an diesem Pool. Der Kuchen wird allerdings schon auf 2,8 Millionen Anteile verteilt. So, und trotzdem, wenn ich diese Splits aktiviere, habe ich insgesamt 22 ausgegeben, komme auf einen sehr geringen Durchschnittspreis, weil langfristig ist es einfach interessant, wie viele Anteile habe ich. Im grünen oder im roten Pool. Wer die meisten Anteile hat, kriegt natürlich das größte vom Kuchen ab. Und wenn ich das mal ausrechne, dann kommen da auch extrem interessante Zahlen raus. Und wenn der Kurs nach oben geht, und wir sind ja auf dem Weg, wirklich über die 30.000 hinauszuschießen in den nächsten Wochen, dann wird das Ganze noch interessanter. Das gleiche gilt auch für die Premium-Lizenz, wo ich für 27,5 die Lizenz kaufen kann, kommen eben auch sehr spektakuläre Zahlen heraus. Ich habe eben einfach deutlich mehr Splits. Also um es nochmal zu betonen, jeder, der ein Budget hat von 5.500 aufwärts, ist herzlich willkommen, sich in den VIP-Pool sofort zu integrieren, und für das kleinere Budget ist der Community-Pool interessant. Oder auch eine Kombination aus beiden, auch das ist natürlich möglich, je nachdem, was man an Budget zur Verfügung hat, kann man sich natürlich auch an beiden beteiligen, weil aktuell ist natürlich vor dem Start dieses Community-Pools, dadurch, dass der erstmal weniger Anteile hat, während in dem großen Pool schon deutlich mehr Anteile drin sind, mehr Splits aktiv sind, ist der gerade zum Start extrem lukrativ. Nun, also das ist ja wirklich ein bombastisches Projekt und ich kann jedem nur empfehlen, so schnell wie möglich hier noch einzutreten, und klickt den Link unten in der Beschreibung und seht euch meine Schritt-für-Schritt-Anleitung an. Ihr könnt mich auch erreichen, einfach einen Kommentar unter dem Video hinterlassen oder mich auf Telegram besuchen und dort die Fragen stellen und so weiter und so fort. Ich helfe euch natürlich Schritt für Schritt weiter. Wenn es ist, machen wir einen Zoom-Call und so weiter. Aber ein absolut grandioses Projekt meines Erachtens, und ich sehe da extrem viel Potenzial darin. Überhaupt, weil wir jetzt noch ziemlich am Anfang dieses Projektes sind, und ich glaube, das wird bombastisch. Bombastisch. In diesem Sinne kann ich nur sagen, it's not magic, it's Cryptoslaughter. Wir sehen uns, bleibt gesund.